Noras Herz raste, als sie wie erstarrt dastand und ihre Hand über dem Türknauf schwebte. Hannah sah von ihrem Spiel auf, die Angst stand ihr in den Augen. Nora atmete tief durch, um sich zu beruhigen. »Es ist okay, Schatz. Bleib einfach da.« Mit zitternden Fingern öffnete sie die Tür, bereit, sich jeder Anschuldigung zu stellen, die Marcel ihr entgegenschleudern würde, wenn er sie enttarnt haben sollte. Aber der Flur war leer. Nora blinzelte verblüfft. Hatte sie sich die ganze Sache nur eingebildet? »War das ein Klopfen?« fragte sich Nora. Nora holte tief Luft und schüttelte ihre Paranoia ab. Erleichterung überflutete Nora. Wie hatte sie sich nur so sehr von ihren Ängsten überwältigen lassen? Nora schloss die Tür und wandte sich an Hannah, die schon wieder in ihr Spiel vertieft war. »Ha! Ich bin unbesiegt!« rief Hannah und ließ ihre Finger über den Bildschirm fliegen. »Hannah, Süße«, sagte Nora und nahm ihr sanft das Telefon aus der Hand. »Wie wäre es, wenn wir zum Abendessen ausgehen? Nur wir beide.« Hannahs Augen leuchteten auf. »Wirklich? Kann ich meinen grauen Gucci-Anzug anziehen?« Nora gluckste und nickte liebevoll. »Natürlich, meine kleine Fashionista. Was immer dich glücklich macht.« Als Hannah sich aufgeregt anzog, konnte Nora nicht umhin, den eigenwilligen Stil ihrer Tochter zu bewundern. Die teure Jungenbekleidung war weit entfernt von den rüschen Kleidern, die die meisten Mädchen in Hannahs Alter bevorzugten, aber sie passten perfekt zu ihr. Währenddessen in der Suite nebenan: »Komm schon, Onkel Simon«, jammerte Jan, dessen Augen an seiner Spielkonsole klebten. »Ich hab Hunger. Können wir uns nicht eine Pizza holen?« Simon hatte es sich auf der Couch bequem gemacht und wischte lässig mit seinem Daumen über das Display seines Handys. Für einen Teenager war er schon erstaunlich breitschultrig, wenn auch noch immer schmaler als sein Bruder Marcel. »Ich weiß es nicht, Bro«, sagte er unkonzentriert. »Big Daddy kommt bald, und wenn er uns mit Junkfood erwischt, sind wir geliefert.« Jan leckte sich die Unterlippe. »Aber ich will unbedingt Pizza. Bitte. Allerbester Onkel auf der ganzen Welt.« Simon musste lachen. Seine Entschlossenheit bröckelte. »Okay, aber wir müssen uns beeilen, sonst geht er uns beiden an den Kragen, wenn er es herausfindet. Hey, bleib mal stehen!« Doch als Simon sich aufsetzte, war Jan bereits in seinem Zimmer verschwunden. Simon griff seine Jacke und konnte gerade noch so einen Blick auf Jan erhaschen, der an ihm vorbei zur Tür flitzte. Er trug einen grauen Gucci-Jogginganzug, den gleichen, den auch Hannah so liebte und den sie heute angezogen hatte. »Hey Jan, warte mal«, rief Simon hinterher, aber es war zu spät. Der Junge war bereits aus der Tür gerannt. Gerade als Simon hinter Jan herlaufen wollte, öffnete sich die Fahrstuhltür und Marcel kam zum Vorschein. Simon hielt in der Bewegung an und in seinem Gesicht zeigte sich die Ironie, die er fühlte, dass sie aufgeflogen waren, bevor sie überhaupt in die Nähe der Pizza gekommen waren. »Wohin gehst du?« Marcel suchte mit seinen Augen den Raum ab. »Und wo ist Jan?« Simon schluckte. »Er, wollte mich begleiten. Ich wollte mir unten eine Pizza holen. Er ist schon runter.« Marcels Gesicht verfinsterte sich. Ohne ein Wort zu sagen, machte er auf dem Absatz kehrt und ging zurück zum Aufzug. Das Hotelrestaurant des Forster Plaza war das einzige in Deutschland, das Sterneküche gleichermaßen wie Pizza im Angebot hatte. Tag- und Nachtschwärmer der besseren Gesellschaft tummelten sich in dem gepflegten Ambiente und gaben sich den Genüssen der gehobenen Küche hin. Nora und Hannah hatten gerade einen Platz bekommen. Der Duft von frisch gebackener Pizza wehte von der Küche herüber, erfüllte die Luft und ließ ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen. »Mama, darf ich mir die Desserts ansehen?« fragte Hannah und wackelte ungeduldig in ihrem Sitz. Nora nickte und lächelte. »Natürlich, mein Schatz.
Geh nur nicht zu weit weg, die Pizza kommt ja gleich. Während Hannah zur Auslage mit den Petit Fours, Obsttarts und geeisten Baiser-Torten schlenderte, betrat Jan das Restaurant. Seine Augen suchten den Raum nach einem Kellner ab. Sein Herz klopfte schneller, als er Nora sah, die gerade mit dem Kellner sprach. »Das ist die nette Frau von neulich Abend. Sie hat mich umarmt und auf die Stirn geküsst. Das war angenehm.« Jans Atem stockte. Er hatte noch nie die Berührung einer Mutter erlebt, aber dieser kurze Moment hatte etwas in ihm geweckt. Eine Sehnsucht, die er nicht genau benennen konnte. Wenn ich eine Mami hätte, dann sollte sie genau so sein. In diesem Moment sah Nora ihn und winkte ihn herüber. Mit zittrigen Schritten näherte sich Jan dem Tisch von Nora. Als er bei ihr war, rieb sich Nora die Augen. Vermutlich war sie einfach nur etwas überanstrengt, dachte sie, aber etwas war anders mit Hannah. »Alles klar, Schätzchen? Ist was passiert?« Aber Jan antwortete nicht. »Hast du dir ein Dessert ausgesucht?« Jan schüttelte nur leise den Kopf. »Na komm her, setz dich auf meinen Schoß. Lass uns essen und direkt schlafen gehen. Ich glaube, mir reicht es für heute.« Jan kam die Situation seltsam vor, als würde sie ihn verwechseln. Aber warum sollte er nicht einen Moment mitspielen und die Nähe und ihre Zuwendung genießen? Jan, der zu nervös und aufgeregt war, um sie zu korrigieren, kletterte auf ihren Schoß. Nora kraulte ihm gedankenverloren in den Haaren. »Ich habe dir deine übliche Pepperoni bestellt.« Jans Augen weiteten sich, er vertrug keine scharfen Sachen, aber er nickte, um den Moment nicht zu ruinieren. In der Zwischenzeit war Marcel aus dem Aufzug getreten und suchte die Lobby nach Jan ab, als er seine kleine Gestalt im grauen Gucci-Anzug bei der Dessertauslage im Restaurant entdeckte. Ohne zu zögern schritt Marcel heran und nahm das Kind in die Arme. »Jan, was habe ich dir gesagt? Du darfst nicht einfach weglaufen!« Hannah begann vor Angst zu schreien. »Hilfe! Lass mich los! Mami!« Marcel erstarrte, genervt von diesem Ausbruch. Er setzte Hannah ab, hielt sie aber fest an der Schulter. »Was ist denn los mit dir? Hör sofort auf mit dem Theater!« Hannah boxte Marcel so doll sie konnte. »Lass mich los!« Marcels Gesicht verdunkelte sich vor Verwirrung und Frustration. »Hör sofort auf, ich bin dein Vater und du hörst gefälligst auf das, was ich dir sage.« Marcels Augen sahen sie scharf an. Zu seiner Überraschung verstummte das Kind sofort. Hannah sah Marcel fragend an, studierte seine Augen, sein Muttermal. »Du bist mein Papa?« Marcel zog die Stirn in Falten, völlig verblüfft über dieses seltsame Verhalten. »Natürlich bin ich dein Vater. Was ist denn in dich gefahren?« »Wirklich?« Marcel ging in die Hocke. »Ich bin dein Vater und ich werde es immer sein.« Dann lächelte er. »Auch wenn du manchmal echt komisch bist.« Aber Hannah hörte nicht mehr zu. Mit einem Freudenschrei warf sie ihre Arme um Marcels Hals und drückte ihn fest an sich. »Papi! Ich wusste, dass du mich eines Tages finden würdest.« Marcel war völlig fassungslos und musste aufpassen, dass er nicht die Balance verlor und nach hinten kippte. So stark hielt das Kind ihn umschlungen. Unbeholfen tätschelte er Hannahs Kopf, unsicher, wie er auf diese plötzliche Gefühlsaufwallung seines sonst so zurückhaltenden Sohnes reagieren sollte. Währenddessen unterhielt sich Nora am Tisch mit Jan, immer noch in dem Glauben, dass er Hannah sei. »Du bist heute Abend so still, Schatz«, sagte Nora und strich Jan eine Haarsträhne aus der Stirn. »Ist alles in Ordnung?« Jan nickte, seine Augen glitzerten glasig. Er hatte sich noch nie so umsorgt gefühlt, so geliebt. »Hast du Fieber?« Sie legte Jan ihre kühle Hand auf die Stirn und fühlte einen Moment. »Aber nein«, dachte sie, »das ist es nicht.«
Nora legte den Kopf schief und betrachtete das Kind vor ihr. Irgendetwas war heute Abend anders an Hannah. Ihre übliche, ungestüme Energie wurde durch ein ruhiges, fast schüchternes Auftreten ersetzt. »Hey«, sagte Nora sanft, »ich weiß, dass wir, seit wir in Deutschland sind, nicht so viel Zeit miteinander hatten. Es tut mir wirklich leid. Wir fahren wieder nach Hause, sobald es geht.« Jan sah zu ihr auf, seine Augen waren groß und ernst. »Ich bin gerne mit dir zusammen«, sagte er leise. Noras Herz schmolz angesichts der Aufrichtigkeit in seiner Stimme dahin. Sie nahm und drückte seine Hand. »Ich bin auch gern mit dir zusammen, mein Schatz. Mehr als alles andere auf der Welt.« Währenddessen hatte Marcel in der Nähe der Desserttheke eine ähnlich verwirrende Erfahrung mit Hannah gemacht. »Papi«, rief Hannah und drückte ihn fest an sich. »Können wir ein Eis essen gehen? Bitte, bitte, bitte.« Marcel blinzelte, verblüfft über die enthusiastische Bitte. Jan war ein Kind, das nur selten nach Leckereien fragte oder so offen seine Gefühle zeigte. »Ich nehme an, das können wir«, sagte Marcel zögernd. »Und seit wann nennst du mich Papi?« Hannah kicherte, ein Geräusch, das Marcel selten von seinem Sohn hörte. »Ich nenne dich ab jetzt immer Papi. Und Eis ist das Beste. Können wir Schokolade, Vanille und Erdbeere bekommen?« Marcels Stirn runzelte sich, als er das Kind in seinen Armen betrachtete. In diesen Augen lag ein Funkeln, das er noch nie gesehen hatte, eine Energie, die sowohl fremd als auch seltsam fesselnd war. Was ist nur in ihn gefahren? Es ist, als ob er ein ganz anderes Kind wäre. Oder liegt das an dieser Frau von nebenan, dieser Nora Schmidt? Sie hatte Jan geküsst und umarmt. Sollte das irgendwas in seinem Sohn ausgelöst haben? Marcel fühlte sich ratlos. Aber es war auch ein ganz neues Gefühl. Und er musste gestehen, dass es ihm gefiel, dass ihm dieser neue Jan gefiel. »Papi«, zwitscherte Hannah und hüpfte auf ihren Zehen. »Können wir Mami Hallo sagen? Sie ist gleich da drüben.« Marcels Stirn legte sich in Falten, tiefe Falten zeichneten sich auf seiner Stirn ab. Er kniete sich hin, seine stechend blauen Augen waren auf gleicher Höhe mit denen von Hannah. »Deine Mami?« Seine Stimme war eine Mischung aus Verwirrung und Sorge. »Wovon sprichst du?« Aber seine Worte trafen auf taube Ohren. Mit einer Geschwindigkeit, die Marcel fast umgeworfen hätte, machte sich Hannah los und klapperte mit ihren kleinen Füßen über den polierten Marmorboden in Richtung Noras Tisch. Ihre Stimme, voll unbändiger Freude, eilte ihr voraus. »Mami, Mami!« Marcels Welt schien sich um die eigene Achse zu drehen, als er die Szene beobachtete, die sich abspielte. Sein Blick wanderte zwischen dem rennenden Kind und der Frau, die am Ende des Weges stand, hin und her. Bitte abonnieren Sie den Pocket FM YouTube-Kanal und drücken Sie das Glockensymbol für sofortige Benachrichtigungen. Schauen Sie sich unseren Kanal für weitere spannende Shows an.